order of the Emperor, my fellow Romans. So langsam aber sicher nimmt Anno 117 Pax Romana Gestalt an. Lange kannten wir lediglich das Setting, die Regionen und ein paar Konzepte, doch in den letzten Tagen gab es gleich mehrere Infohappen, sodass wir nun um einiges schlauer sind. Da wäre einmal ein Blog-Eintrag auf der Anno-Union, der ein Feature ankündigt, dessen Bedeutung wohl niemandem so richtig klar wird, der noch nie ein Anno gespielt hat. Aber ich könnte ausrasten! Kurvige Straßen! Erstmals in der Reihe können wir Straßen auch im 45-Grad-Winkel anlegen. Die unästhetischen Zickzackstraßen gehören damit der Vergangenheit an. Ein Raster gibt's zwar nach wie vor, jedoch wurde dieses modernisiert und ist nun deutlich flexibler. Statt jeden Punkt im Raster exakt auszufüllen, funktionieren Straßen nun wie Graphen, die ohne Ecken und Kanten von Start zu Endpunkt führen. Wie gut sich Gebäude an diese neue Bauweise anpassen werden, muss sich zeigen. Zumindest ein Feld gibt es auf einem der Screenshots zu sehen, das sich butterweich in die Straßenform einfügt. Aber die Straßen sind nicht die einzigen Neuigkeiten, denn im Zuge des IGN Fanfests gab es gleich noch ein neues Feature zu sehen, das sich um modulare Schiffe dreht. Um ehrlich zu sein, steckte in dem neuen Video für das geschulte Anoholiker-Auge sogar weit mehr drin als nur dieses eine Feature. Und deshalb hat unser hauseigener Anoholiker Fabiano mal ganz genau hingeschaut und wirklich jedes kleine Detail für euch analysiert. Ich habe jetzt die Ehre, euch das in diesem Video vorzustellen, gleich nach einer kurzen Nachricht von unserem heutigen Sponsor. Dieses Video wird euch präsentiert von Keychron. Ihr seid auf der Suche nach einer hochwertig gefertigten, kabellosen Tastatur mit einem 100% Full-Size-Layout? Dann möchten wir euch die Keychron Q6 Max vorstellen. Die mechanischen Tasten sind nicht aus Plastik, sondern aus robustem Aluminium. Es spielt keine Rolle, ob ihr an einem Windows-PC oder Mac arbeitet, die Tasten des Keychron Q6 Max lassen sich ganz nach euren Vorlieben austauschen und an euren Rechner anpassen. Selbstverständlich kommt die Tastatur auch mit RGB-Unterstützung daher, bei der ihr zwischen 22 verschiedenen Lichtfarben wählen könnt. Außerdem klingt sie auch noch so richtig gut. Weitere Infos gibt's in der Videobeschreibung. Bislang wussten wir über unsere Rolle in Anno 117 nur eine Sache garantiert. Wir sind ein römischer Statthalter. Jemand, der im Auftrag des Römischen Reiches ferne Provinzen verwaltet und vergrößert. Jetzt hat dieser Statthalter aber auch einen Namen und eine grobe Geschichte bekommen. Wir sind Marcus, der offenbar nie vorhatte, römischer Statthalter zu werden. Zumindest klingt es so, denn die Rede ist von familiärem Druck und davon, dass Marcus sich beweisen will. In Anno 117 sollen wir die Wahl haben, ob wir eine Runde in Latium oder Albion beginnen. Ersteres repräsentiert das römische Kernland rund um Italien, letzteres nördliche Provinzen wie Gallien und vor allem Britannien. Spielen wir aber die Kampagne von Anno 117, verschlägt es uns wohl zuerst nach Latium. Hier soll Marcus das Land zu neuer Größe führen, das durch ein Naturunglück viel von seinem alten Glanz eingebüßt hat. Doch schon jetzt ist klar, dass etwas dabei schief geht. Als Strafe wird Marcus nach Albion versetzt und muss sich hier jetzt mit einem etwas aufmüpfigen Menschenschlag auseinandersetzen. Um den Frieden zu wahren, haben wir die Wahl. Sollen die Menschen dazu gezwungen werden, die römische Lebensweise zu akzeptieren, oder erhalten wir ihre Traditionen und Gebräuche? Spielerisch schlägt sich das in 2 Aufstiegsmöglichkeiten nieder, sollte ein Haus die nächste Stufe erreichen. Wir gingen natürlich seit der Enthüllung fest davon aus, dass auch Anno 117 wieder eine Geschichte erzählen möchte. Wie gut die Geschichte wird, wissen wir anhand der ersten Details noch nicht. Anno 1800 offenbarte trotz all seiner Stärken bei der Story ein paar Schwachstellen. Eine Sache ist aber schon jetzt sehr interessant an dem ganzen Setup. Es klingt nämlich so, als würden wir zusammen mit Marcus erst in Latium und dann in Albion spielen, aber offenbar nicht gleichzeitig. Wenn Marcus in den Norden strafversetzt wird, ergebe das keinen Sinn. Wir können uns in der Kampagne also darauf einstellen, beide Sessions völlig entspannt kennenzulernen, ohne die jeweils andere direkt mit Waren aus Übersee versorgen zu müssen. Stellt sich nur die Frage, ob wir danach abermals direkt ins Endlosspiel übergleiten oder die Kampagne eine davon losgelöste Erfahrung bietet. Außerdem spannend, Marcus hat wohl Geschwister. Ergänzend zum Druck aus der Familie klingt das aber erstmal eher nach einem Rivalen als einem familiären Freund. Wir könnten uns gut vorstellen, dass Marcus' Bruder oder seine Schwester womöglich sogar als Gegner-KI in Erscheinung tritt.
Die zweite Neuigkeit betrifft Schiffe in Anno 117, die wir im Gameplay auch direkt erstmalig zu Gesicht bekommen. Früher wurden Schiffe je nach Funktion in eigene Kategorien unterteilt, meist in kleine, große und riesige Handels- bzw. Kriegsschiffe. In Anno 117 kann jedes Schiff eine individuelle Funktion erhalten, je nachdem, wofür wir das Schiff verwenden wollen. Im Video werden insgesamt 5 solcher Module präsentiert. Da erneut Windrichtungen auf unsere Schiffe wirken, entscheiden Segel oftmals über die Geschwindigkeit. Bis zu 2 Segel können angebracht werden, um das Tempo zu erhöhen. Allerdings auch nur, wenn der Wind günstig weht. Wer nicht nach Neptuns Pfeife tanzen will, rüstet sein Schiff mit Rudern aus. Die machen das Schiff wendiger und unabhängig vom Wind, verkleinern aber logischerweise den Lagerraum. Wenn sich das Schiff verteidigen können soll, braucht es Pfeiltürme. Im Video wird sofort eine am Heck und eine am Bug angebracht. Womöglich können wir aber wie auch bei den Segeln auf einen davon verzichten. Den Rumpf des Schiffes können wir mit einer Panzerung aufwerten, was natürlich mögliche Schäden reduziert. Im Video wird es nicht erwähnt, aber eventuell wirkt sich eine solche Panzerung auf die Wendigkeit aus. Richtig schweren Schaden richten unsere Schiffe an, wenn wir sie mit Belagerungswaffen bestücken. Im Video belegt das Katapult denselben Platz wie das vordere Segel, womit hier schon mal abgewegt werden muss. Katapulte eignen sich vor allem für den Angriff über große Distanz auf andere Schiffe, Gebäude, Türme und Mauern. Ein derartiges Feature gab es in einem Anno bislang noch nie und allein das sorgt für ein nervöses Kribbeln in den Fingern. Doch selbst jetzt bleiben noch viele Fragen offen, wie das Ganze genau abläuft und wie gut ein solches Feature ins Spiel passt. Positiv gesehen macht es natürlich Spaß, seine eigene Marine auf diese Art zu personalisieren. Obendrein ist es damit möglich, Schiffe für besondere Zwecke auch besonders auszustatten. Uns fällt da am ersten Moment eine besonders gefährdete Handelsroute ein, die womöglich an einer Piratenbasis vorbeiführt. Da würde sich ein Handelsschiff anbieten, das sich zur Wehr setzen kann, ohne zu viel Geschwindigkeit einzubüßen. Vielleicht 2 Segel und 2 Türme? Wollen wir hingegen eine wichtige Ressource zuverlässiger ins Kontor buxieren und nicht immer ungeduldig darauf warten, dass sich der Wind mal dreht, könnten sich Frachter mit Ruderern lohnen. Negativ betrachtet bedeutet das alles aber natürlich auch viel Mikromanagement, das bei einem Spiel wie Anno leicht mühsam wirken kann. Es kann gut sein, dass langfristig viele Spielerinnen und Spieler sich diese Mühe nicht machen wollen und das Feature zu einem reinen Gimmick verkommt, das der grundlegenden Spielerfahrung wenig hinzufügt. Zuletzt bleibt die Frage, wie diese Upgrades funktionieren und wie sie in den Warenkreislauf passen. Im Video wird das Schiff quasi in Echtzeit umfunktioniert, was aber auch rein der Präsentation gedient haben kann. Außerdem kann es auf Dauer nerven, jedes Schiff nach dem Auslaufen erst noch anpassen zu müssen. Wie würde sich das dann überhaupt in Ressourcenkosten niederschlagen? Praktikabler erscheint uns eher eine Blaupause. Wir modulieren einen Schiffstypen, der dann in Serie gehen kann und immer dieselben Ressourcen voraussetzt. Im Video bleibt die Basis des Schiffs dieselbe, aber sehr wahrscheinlich gibt es davon noch mehr. Schiffstypen wie Galeeren, Triremen und Liburnen könnten eine Grundlage bilden, die in erster Linie über die Anzahl an möglichen Modifikatoren entscheidet. Zuletzt wollen wir noch ein paar Details beleuchten, die das neue Video verrät, ohne dass es wirklich Erwähnung findet. Davon gibt es nämlich ein paar. Seeschlachten sind mit den modularen Schiffen garantiert und gehören sowieso schon immer zu Anno dazu. Doch nach wie vor hüllt sich Ubisoft in Schweigen, wenn es um Landgefechte geht. Davon fehlte in Anno 1800 jede Spur. Mit dem neuen Video ist eine Rückkehr nahezu bestätigt. Es gibt insgesamt 2 Hinweise, dass wir nicht nur zur See in den Krieg ziehen. Katapulte von Schiffen sollten laut Creative Director Manuel Reinherr explizit auch Mauern einreißen können. Da stellt sich doch die Frage, wozu Mauern überhaupt bauen? Mit Mauern werden Landeinheiten aus einer Stadt herausgehalten. Schiffe kommen immerhin nur bis zum Ufer. Klar, vielleicht sollen Mauern auch einfach nur den Beschuss von wichtigeren Gebäuden ablenken, aber mal im Ernst. Naheliegender sind Invasionsarmeen zu Land. Und noch viel entlarvender als die Mauer, wir sehen erste Ingame-Soldaten im Video. Man muss es pausieren und genauer hinschauen, aber da stehen bei Stonehenge eindeutig kleine Legionäre herum, beritten wie zu Fuß. Vielleicht nur ein stimmungsvolles Detail, vielleicht aber eben auch unser erster Blick auf die römischen Streitmächte, über die wir gebieten. Im Gameplay-Video gibt es eine Szene zu sehen, in der kleine Menschlein irgendein Ritual umgeben von riesigen Steinbauten zelebrieren. Wir haben noch nicht die geringste Ahnung, was das für Anno 117 genau bedeuten könnte. Handelt es sich um ein Monument wie früher die Weltausstellung oder finden wir den Steinkreis in Albion einfach so?
Gehört dieses Ritual nur zur Story-Kampagne oder sehen wir hier eine für diese Region wichtige Spielmechanik? Alles noch komplett unklar. Rein historisch gesehen sollte Stonehenge nichts sein, das wir einfach so bauen. Immerhin entstand dieser legendäre Steinkreis schon etwa 3000 Jahre vor der Zeitenwende und nicht erst im Jahr 117. Aber womöglich biegt Ubisoft hier auch die Zeitlinie oder es geht mehr darum, diesen Steinkreis wieder herzurichten. Kein eindeutiger Hinweis, aber zumindest ein weiteres Indiz betrifft mögliche Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche oder verheerende Stürme. Schon auf dem ersten Artwork gab es beides zu sehen und veranlasste uns damals über ein derartiges Feature nachzudenken. Jetzt wurde in der Präsentation wieder erwähnt, dass Latium vor Jahrzehnten eine Katastrophe heimsuchte. Das erscheint uns dann doch zu viel des Zufalls, aber garantieren würden wir es nach wie vor nicht. Ein wirklich winziges, aber bemerkenswertes Detail: In Anno 117 wird es dem Anschein nach bereits zum Release einen Tag-Nacht-Wechsel geben. Dieses Feature haben die Entwickler in Anno 1800 erst mit einem späteren Patch eingebaut. Eine Auswirkung aufs Gameplay hatte dieser bisher noch nie, man konnte ihn sogar deaktivieren, falls einem das stetige Verdunkeln der Spielwelt missfiel. So viel zu unserer Anno 117 Gameplay-Analyse. Für weitere Details empfehle ich euch einen Blick auf GameStar.de, da wird Fabiano euch natürlich noch mit weiteren Entdeckungen auf dem Laufenden halten. Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, wenn euch noch etwas im Video aufgefallen ist. Danke fürs Zuschauen, euer Jules.